Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Wir sind zurück in Papenburg und vielleicht erinnert ihr euch zurück an die letzten Videos mit dem Schaeffler 4E Performance 1200 PS. Wir haben hier schon beim letzten Mal krasse Battles gemacht gegen R8, gegen Lamborghini Huracan Performante und den GT2 RS. Falls ihr nicht wisst, von was ich spreche, würde ich sagen, bevor wir euch erzählen, was für eine verrückte Show wir heute machen, hier ein kleiner Rückblick. Aber heute wird es nochmal eine Stufe verrückter. Wir haben uns nämlich die Aufgabe gestellt, das Unmögliche zu schaffen. Nämlich nicht nur vorwärts den GT2 RS im Beschleunigungsduell zu schlagen, sondern das Ganze auch rückwärts zu machen. Klingt gaga, ist es auch, aber wir werden es trotzdem durchziehen. Der aktuelle Weltrekord übrigens im Rückwärtsfahren liegt bei 162 km/h. Das heißt, wenn wir es überhaupt schaffen wollen, den Porsche ordentlich zu besiegen, müssen wir auch diesen Weltrekord, wenn auch inoffiziell, schlagen. Also es ist nicht sicher, ob es klappt. Es ist vielleicht auch ein bisschen waghalsig, es ist ein bisschen verrückt. Es ist wahrscheinlich sehr verrückt. Aber ich würde sagen, wir ziehen es durch und schauen, ob wir das wahrscheinlich Unmögliche vielleicht doch schaffen. Daniel, bist du sicher? Wir müssen das nicht unbedingt machen. Ja. Aber eigentlich... Ja, wir müssen das natürlich nicht machen. Ich bin mir auch nicht sicher. Aber ich bin der Meinung, wir haben das jetzt angefangen, wir ziehen das jetzt durch. Wir bringen es zu Ende. Okay Leute, wir sind bereit für den ersten Versuch im schnellen Rückwärtsfahren. Wir müssen uns natürlich jetzt ein bisschen rantasten. Ich habe das noch nie gemacht. Wir sind uns auch nicht sicher, ob es funktioniert und wie es funktioniert. Deswegen ist jetzt hier auch an meiner Seite der Gregor von Schaeffler. Er wird die Systeme mit seinem Laptop überwachen, um wirklich zu schauen, dass alles funktioniert, dass nichts schief geht. Ja, und dass einfach, sag ich mal, ich ein bisschen auch sicher bin. Ne? Deswegen, ich werde jetzt natürlich nicht vorsichtig beschleunigen, sondern erstmal schauen, wie weit wir überhaupt kommen. Bist du soweit? Okay. Ready? Sind ready? Your control ist an. Okay. Dann los. Boah. Das ist ein richtig krasses Gefühl. Ich glaube, jeder von euch ist schon mal im Auto rückwärts gefahren, ne? Aber wenn man da mal schneller fährt, das fühlt sich wirklich verrückt an. Okay Leute, 100 km/h war der erste Versuch. Das ist jetzt natürlich nicht so der Hit. Da muss auf jeden Fall noch mal mehr gehen. Rückwärtsgang ist drin, Geschwindigkeit sehe ich, Strecke frei. Wir starten Versuch 2. Super fair, also das hält nicht wirklich die Spur, ne? Shit. Ja, das fühlt sich an, wie wenn wir da 280 fahren, ne? Ja. Alles klar, Leute. Dritter Test. Wir starten. Sein. Oh, das war schon krass jetzt. Das war schon krass. Leck mich am Arsch. Gut. Schauen wir mal, wie schnell das war. Ich hab 168 auf dem Dash gehabt. Ja. War auf jeden Fall über 170. Der Weltrekord ist geknackt! Ja! Yeah. Boah. Das war richtig krass. Richtig krass, ey. Es war nur 170, ne? Also irgendwo innerlich freue ich mich gerade richtig krass, weil wir haben eigentlich den Weltrekord jetzt schon inoffiziell geknackt. Also es ist schon passiert, aber es war gerade nicht so ein, also es war gerade echt kurz davor, dass ich das Auto verliere. Ne? Ich habe einen Fehler gemacht, weil das Auto so ein bisschen nach rechts weg ist und man versucht dann selber irgendwie aus Reflex, ne, das Auto zu fangen und gegenzulenken.
Und ich hatte auf einmal so einen Pendler drin, ne? Und das Auto pendelt so und das ist der Worst Case, sobald du da zum Pendeln anfängst, dann kann es wirklich schnell schief gehen, weil der einmal wirklich einen gescheiten Pendler bekommt, dann kann sich das Ding wirklich überschlagen und dann wird es richtig gefährlich. Ne? Deswegen, das war ein krasser Run. Ich muss echt sagen, ich habe null Vertrauen. Ich habe echt ein bisschen Schiss. Ne? Ich habe wirklich Angst. Ich glaube, das merkt man auch, das wird man wahrscheinlich im Video auch sehen, weil ich bin noch nicht bereit, irgendwie, ich schaffe es noch nicht. Mein Kopf zwingt mich noch dazu, irgendwie nochmal vom Gas zu gehen. Ich kann noch nicht komplett durchdappen. Also es ist härter, als ich mir vorgestellt habe, muss ich wirklich sagen. Ich dachte, okay, 200, das ist ja nicht so wild. Aber es ist krass, es fühlt sich an, als würden wir da 350 fahren. Wirklich. Also, ich würde sagen, wir schauen jetzt nochmal mit den Jungs die Daten. Ich schaue nochmal, was ich da besser machen kann, ne? Dass ich einfach wirklich auch sicher bin. Weil den letzten Run werde ich wahrscheinlich sogar alleine fahren. Und wir müssen ja immer noch den GT2 RS daneben stellen. Ne? Wir wollen ja auch, dass beide Autos ganz dahin ankommen, egal wer als erstes dort ankommt. Also, ich nehme nochmal 2 Minuten für mich und dann geht's weiter. Okay Leute, die Stunde der Wahrheit, wir machen jetzt das Duell, wir fahren jetzt gegen den GT2 RS. Wir müssen natürlich einen größeren Abstand wie beim anderen Battle halten, einfach der Sicherheit wegen, ne? Weil wir wissen nicht, was passieren wird. Ich habe es nicht so, also ich meine, ich habe es natürlich irgendwo gewisserweise unter Kontrolle, aber auch nicht hundertprozentig. Wenn man da rückwärts fährt, man meint wirklich, ist wie Achterbahn, ne? Man ist mehr Passagier, als dass man das macht. Ich muss mich jetzt überwinden, das Gaspedal unten zu lassen, ne? Ich muss jetzt wirklich draufdrücken und alles geben und schauen, dass wir das hinbekommen. Dann klappt das auch. Wir machen das. Geschwindigkeit nicht gesehen, Leute, aber wir haben einfach rückwärts einen GT2 RS ausbeschleunigt. Merkt man das? Wie er das durchzieht, oder einfach komplett durchzieht, der Teil. Ja, war schneller? Der war auch schneller. Das kann doch echt nicht wahr sein. Scheiße. So krass. Mega! Ja, geil, Mann, ey. Yes. Voll durchgezogen, du bist irre. Oh, Felix geisteskrank. Absoluten Schuss. Scheiße, endlich die Hose rein, ne? Oh. Einmal Gruppenarme, oder? Yes! Ja! Oh. Das ist gut. Haben wir die Geschwindigkeit final? Ja, wir können nachgucken. Komm, guck mal bitte nach. Ich glaube, es war irgendwie 100, also ich glaube, es war nicht, also wir waren nicht bei den 200, es war um die 180. Aber es reicht, um einen GT2 RS auszubeschleunigen. Und es reicht für einen inoffiziellen Weltrekord im Rückwärtsfahren. Das klingt schon geil, oder? Schau mal, kein Scheiß, ne? Kein Scheiß, ich schwör's dir. Boah. Videotitel ist dann Balls of Steel? Ja, also Geschwindigkeit habe ich gerade gecheckt, 178. 180, ja okay. Da ist noch Luft, oder? Da geht noch was, aber ist schon nicht schlecht. Ich würde sagen, wir machen ein letztes. Also das Problem, das ich habe, ist, ich habe ein bisschen hinten raus Respekt vor dem Bremsweg, vor dem Ende. Das sieht doch scary aus von hier, ne? Ja? Aber ich weiß nicht, wo du denn wirklich gestanden bist. Ja, es war kein Problem. Also selbst wenn du auf die freie Fläche kommst, ja, dann hast du 300 Meter freie Fläche, das reicht easy, um das Fahrzeug zum Stehen zu bringen von 200. Also ich müsste eigentlich die 200 schaffen. Ne? Ja. Das müsste eigentlich gehen. Okay, also erbarmungslos reinzappen. ich glaube, wir haben schon geile Bilder. Wir haben GT2 RS, haben wir schon mal jetzt ausbeschleunigt. Wir haben schon eine geile
eine geile Geschwindigkeit rückwärts erreicht. Wir probieren es jetzt mal noch. Wenn es klappt, natürlich mega. Wenn nicht, glaube ich, können wir trotzdem alle gut heute schlafen. Deswegen der letzte Versuch. Hey Daniel, ich habe ja gerade gesagt, du musst das nicht machen, ne? Aber die 200 km/h will ich jetzt eigentlich schon sehen. Oh, ich gebe mein Bestes, Ich glaube, wir nehmen ein bisschen mehr Anlauf, vielleicht von weiter vorne. Vielleicht hilft es ein bisschen. Ich muss durchziehen. Fuck. Ach du Scheiße. Oh Gott. War irgendwas nicht korrekt, glaube ich. Alter Schwede, lebst du noch? Wie schnell war das? 175 oder so. Okay. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Scheiße, Mann. Siehst du, wie schnell es geht? Waren die Systeme nicht hundertprozentig am Arbeiten? Ich habe schon gemerkt, die Beschleunigung war schon kacke, aber dachte, okay, ich ziehe einfach weiter. Aber ja, ich habe dann wieder, irgendwann habe ich dann wieder hinten raus Schiss bekommen, dass die Strecke nicht reicht. Drückt die Bremse und das Auto bricht aus und fängt an zu schleudern und oh Gott. Krasse Nummer, ey. Krasse Nummer. Jetzt ist Schluss, Leute, jetzt ist Schluss. Oh Gott, war das knapp. Jetzt war auch Feierabend. Alles halbwegs okay bei dir? Boah, es war knapp, ne? Oh. Aber wie schnell warst du jetzt? Wir haben es geschafft. Okay. We did it. Ich bin durch, ey. We did it! 200 km/h rückwärts. Inoffizieller Weltrekord. Alter, von außen sieht das so verrückt aus. Komplett durch, ne? Eins möchte ich abschließend noch sagen, Leute, weil mir das jetzt gerade einfällt, während ich am ganzen Körper zittere. Macht das bitte niemals auch nur ansatzweise nach. Wir sind hier auf einer riesigen, abgesperrten Teerfläche. Hier ist es sicher, das Auto hat sehr viele Überwachungssysteme. Es gibt hier ganz viel Sicherheit drumherum, deswegen kommt nicht auf falsche Ideen und versucht so einen Scheiß nachzumachen. Das kann man nur machen, wenn man diese Möglichkeiten hier hat. Und die hatten wir heute und wir haben es durchgezogen. Und ich hoffe, dass euch das getaugt hat, dass ihr für verrückte Menschen auch noch einen Daumen hoch übrig habt. Und dann melden wir uns bald wieder zurück. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da, schreibt, wie verrückt es war. Und ich danke euch fürs Zuschauen. So Freunde, noch ein kleiner Nachtrag. Ne? Jetzt ist gerade alle sind gerade ein bisschen wieder runtergekommen und hatten jetzt nochmal Zeit nachzuschauen, was denn wirklich die exakte Geschwindigkeit ist. Und da das noch ein bisschen mehr ist als das, was wir euch gerade gesagt haben, wollten wir euch das nicht vorenthalten. Willst du uns mal schnell kurz mal zeigen, wie das hier ausschaut? Ne? Das sind die Datenaufzeichnung von gerade eben. Also wir sehen jetzt hier die Daten. Willst du mal kurz erklären, was genau wir hier sehen und was dabei rauskommt? Genau, also wir sehen jetzt hier ein paar verschiedene Sachen, unter anderem die Schlüpfer an den einzelnen Rädern, auf die wir geregelt haben. Aber das Wichtige für uns ist ja jetzt hier die Geschwindigkeit. Da zoomen wir jetzt einfach mal ran. Man sieht ja jetzt hier, die Geschwindigkeit geht jetzt hier natürlich negativ, weil wir rückwärts gefahren sind. Und wenn wir jetzt mal auch nicht so oft so, ne? Ja, also genau. Und wenn man da jetzt mal rangeht, dann sind wir hier bei 58,25. Ja, 58,25 sind wir natürlich nicht gefahren, sondern das ist ein Meter pro Sekunde. Deswegen rechnen wir 58,25 mal um. Und dann sind wir bei 209,7 km/h, die wir rückwärts gefahren sind. Offiziell 209,7 km/h rückwärts.
So, in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, haut rein, ciao. Nothing can stop me, I'm all the way up.